Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es zu beachten gibt, was es an Tipps und Tricks gibt und dass es gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 und zwar in 20T8 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar an zwei Stellen. Einmal auf der linken Seite. Und da können wir sehen ThinkPad E15, zweite Generation. Und die Seriennummer ist hier drüben auf der rechten Seite. Und mit dieser Nummer könnt ihr wirklich super einfach bei uns im Shop alle Ersatzteile finden, die zu diesem Modell gehören. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt dann so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man alles aus dem Gehäuse rausnehmen. So, um das Gerät zu öffnen, muss man als erstes die Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und bei diesem Gerät ist es so, dass die Schrauben tatsächlich nur gelöst werden. Die kommen also nicht ganz raus, die bleiben im Gehäuse, wie man hier ganz gut sehen kann. Und ja, die muss man eigentlich nur lockern. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Das ist super praktisch, da sind alle Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, die man so braucht. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Und das geht dann einmal um das Gerät herum. Kann man hier auch sehr gut sehen. Und zum Aufmachen benutze ich hier einen dünnen flachen Metallgegenstand. Und damit versuche ich jetzt in die Öffnung reinzukommen und die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Da kommt man ganz gut rein und mit ein bisschen Wippen und hin und her rutschen löst sich das eigentlich immer ganz gut. Das laute Knacken braucht einem hier keine Angst zu machen. Das gehört dazu, dass es einfach, wenn die Einraststellen gelöst werden, dann knackt und knirscht das manchmal, aber keine Angst. Das ist wirklich ganz normal. Wenn es irgendwo mal überhaupt nicht rausgeht, dann einfach schauen, hat man wirklich alle Schrauben richtig gelockert und gelöst, nicht mit Gewalt. Und so arbeitet man sich dann einfach um das Gerät herum. Wenn es irgendwo mal nicht so gut geht, dann kann man auch einfach auf der anderen Seite weitermachen. Und irgendwann kann man dann auch schon mit den Fingern drunter fassen und das schon mal mit ein bisschen Wippen und hin und her lockern. Ja, und so gehe ich dann einmal um das Gerät rum und irgendwann kann man das dann wirklich einfach trennen. Gut, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, zeige ich euch die auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erstmal den Akku vom Mainboard.
damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Und in dem Fall ist das Kabel auch nur hier eingesteckt. Das kann man nach hinten hin rausziehen. Der hat hier auch so eine kleine praktische Schlaufe dran, an der man ziehen kann. Und dann mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen hat man das ratzfatz gelöst. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen, dass der RAM unter dieser Metallabdeckung ist. Da ist ein Slot drunter, teilweise aber auch noch aufgelötet. Hier sehen wir die SSD. Und hier wäre sogar noch Platz für eine kleine, also so eine verkürzte SSD. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Und hier ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, die hier am Lüfter vorbeilaufen. So, um den Akku zu tauschen, muss man diese Schrauben hier rausnehmen. Die sind alle mit M2 markiert, also einfach zu finden. Und danach, wenn man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku kann man hier auch so leicht das Touchpad erkennen und das kann man auch einzeln austauschen. Und dafür muss man einmal die zwei Schrauben hier rausnehmen und auch die hier. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Da und da. Und dann muss man das Kabel, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, auch noch lösen. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den muss man erst aufklappen, also nicht einfach direkt an dem Kabel ziehen. Den klappt man so nach oben und dann kann man das Kabel rausnehmen. Und danach fällt das Touchpad im Grunde genommen einfach nach unten durch und man kann das tauschen. Beim Wiederverbinden hier mit dem Kabel einfach schauen, dass das richtig drin steckt. Dafür ist diese Linie hier zu sehen. Bis dahin schiebt man das wieder rein. Das kann manchmal echt ein bisschen friemelig sein, vor allem wenn das so verwinkelt ist wie hier. So, dann einfach wieder zuklappen. Und da sieht man, dass das genau richtig drin steckt. So, wie schon gesagt, um an den RAM zu kommen, muss man erstmal dieses Blech hier abmachen. Da kann man versuchen, das mit den Fingern drunter zu kommen und dann nach oben zu ziehen. Wenn das mal nicht so geht, kann man sich einfach eine Hilfe nehmen und da hebeln. Einfach nur aufpassen, wenn man da hebelt, dass man nicht auf die Platine selber kommt. Vielleicht auch irgendwas nicht Metallisches nehmen. Und dann kann man die einfach nach oben hin abziehen. Kann sich auch merken, wie rum die drauf war. Macht den Einbau einfacher. Genau, und dann sieht man hier den aufgelöteten RAM und direkt darüber den RAM, den man tauschen kann. Und um den auszutauschen, einfach die beiden silbernen Klammern hier so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt er einem förmlich entgegen und in dem Fall komplett raus. Und ja, beim Wiedereinbau steckt man den einfach wieder in den Slot und drückt den nach unten, bis diese beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung kommt jetzt hier auf diese Clips. Das heißt, da kann man im Grunde genommen auch nichts verkehrt machen. Die ist da passgenau. Und jetzt sieht man das ringsrum, dass die genau auf den Clips drauf sitzt. Die SSD lässt sich super einfach tauschen. Dafür muss man nur diese Schraube hier lösen. Genau wie bei der kleinen, das wäre dann diese Schraube hier. Und dann kann man die so ein bisschen nach oben hebeln und einfach aus dem Slot ziehen. Und ja, der Wiedereinbau funktioniert jetzt genauso. Einfach wieder in den Slot reinstecken
bis ganz nach hinten. Ein bisschen nach unten drücken und dann kann man die wieder verschrauben. So einfach geht das. So, den Lüfter kann man bei diesem Gerät nicht einzeln tauschen. Den gibt es nur zusammen mit dem kompletten Heatsink. Das heißt, da müssen die Schrauben am Heatsink selber raus. Und bei dem Modell ist es auch so, dass man die Kabel, die hier um den Lüfter herumlaufen, dass man die auch ausfädeln muss. Und natürlich das Lüfterkabel selber muss man auch trennen. Das läuft hier unten. Den Stecker kann man einfach seitlich greifen und nach hinten rausziehen. Und ja, also falls man bei dem neuen mal nicht weiß, wie rum der Stecker reingehört, man kann das hier ganz gut sehen. Auf der einen Seite des Steckers gibt es Kontakte, auf der anderen nicht. Und die Kontakte zeigen hier nach oben, wenn man das wieder verbindet. Und viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu beachten. Einfach noch schauen, ob Kühlpaste bei dem neuen Modell dabei ist. Manchmal ist das der Fall, manchmal muss man sie separat dazu bestellen. Und ja, an sich jetzt eigentlich auch nicht schwer. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den wieder zurück in das Gerät. Der hat hier so kleine Ausbuchtungen, die kommen hier in die davor gesehenen Buchsen. Da kann man den einfach reinschieben. Und dann sieht man auch, dass das wieder genau auf den Gewinden liegt. Also der ist passgenau, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder verschrauben. Was ich jetzt auf jeden Fall auch im Schnelldurchlauf mache, um euch da nicht zu langweilen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, am Ende nicht vergessen, auch den Stecker vom Akku wieder zu verbinden. Auch hier schauen, dass der richtig drin sitzt. So sieht das dann aus. Und dann kann man das Gerät wieder zumachen. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder zurück auf das Hauptgehäuse und drückt die nach unten fest. Und da ist es auch wirklich, also das kann man überall ordentlich festdrücken, auch in der Mitte. Also auch hier sind viele Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und so wie hier und schaue, dass wirklich alle Lücken zu sind und keine Öffnung mehr zu sehen ist. Ja, und dann kann man das Gerät wieder zuschrauben und hat das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal.